Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Fotoprojekt. Heute schauen wir uns an, wie wir dieses Lego-Auto in ein Bild integrieren können, so dass ihr glaubt, dass es gleich direkt aufgenommen wurde. Zuallererst suchen wir uns ein Bild, mit dem wir arbeiten wollen. Dazu gehe ich auf pixabay.com, wähle das Register Fotos aus und im Suchfeld suche ich nach Straße oder dem englischen Begriff Rot und scrolle durch die einzelnen Bilder und schaue, ob ich eines finde, das jetzt meinen Ansprüchen genügt, so dass ich danach einfach unser Lego-Auto entsprechend integrieren kann. Sobald ich mich für ein Bild entschieden habe, kann ich über den Download-Button eine Auflösung auswählen und das Bild herunterladen. Um alle Auflösungen zur Verfügung zu haben, empfehle ich euch einfach einen Gratis-Account anzulegen. Bei der nun ausgewählten Straße habe ich darauf geachtet, dass erstens noch Platz ist für unser Lego-Auto und zweitens, dass es sich gut ins Bild fügt, so dass wir hier ja auch schon ein Auto haben, das auch eine grüne Farbe hat. Wichtig ist, dass wir nun bei dem folgenden Foto unser Lego-Auto von vorne aufnehmen müssen und die Perspektive natürlich auch zusammenpassen muss. Im nächsten Schritt richten wir das Bild als Hintergrundbild am iMac ein und platzieren das Lego-Auto mit einem Mini-Stativ direkt vor dem iMac. Für die richtige Perspektive habe ich nun unterschiedliche Fotos aus unterschiedlichen Richtungen mit verschiedenen Brennweiten probiert. Als Beleuchtung hatte ich nur ein LED-Licht auf einem Stativ rechts oberhalb von dem Auto, damit es keine Spiegelungen im Bildschirm gibt. Nun wechseln wir zu Adobe Photoshop oder ein vergleichbares Programm. Zum Beispiel Affinity Photo ist ein Programm, das die gleiche Funktionalität aufweist und kein Abo-Modell hat. Hier fügen wir unser Foto als eigene Ebene ein. Wie ihr seht, müssen wir es noch ein wenig anpassen, gerade ausrichten und auf die entsprechende Größe kalibrieren, damit wir damit weiterarbeiten können. Wenn wir das Bild nun entsprechend ausgerichtet haben, seht ihr hier das Mini-Stativ, mit dem wir das Auto ja so ausgerichtet haben, dass es vor dem Bildschirm entsprechend ins Bild passen kann. Um dieses zu entfernen, müssen wir als erstes das Auto maskieren. Dafür wählen wir einen größeren Pinsel zum Markieren des Autos aus. Wie ihr sehen könnt, ist das natürlich ein bisschen eine aufwendige Geschichte. Vor allem wenn wir mit dem Pinsel über das Auto hinausmalen, muss man diese darüber hinausstehenden Markierungen wieder entfernen und weitere Markierungen wieder hinzufügen. Das geht zwar relativ gut mit diesem Werkzeug, trotzdem ist es recht aufwendig. Es gibt hier als zweites eine viel bessere Möglichkeit, wie wir das machen können. Und zwar wählen wir hier eine andere Maskierungsmöglichkeit aus, und zwar die der Objektmarkierung. Da klicken wir einfach nur das Auto an und das Auto ist bereits markiert. Im nächsten Schritt wählen wir rechts unten die Markierungsschaltfläche aus. Damit wird das Auto maskiert. Das heißt, wie ihr sehen könnt, es wird freigestellt bzw. vom Hintergrund losgelöst. Das heißt, der Hintergrund ist zwar noch immer da, aber der wird ausgeblendet, den sieht man nicht. Damit wir hier das Auto auf dem Hintergrund jetzt ohne dieses Stativ sehen, müssen wir den Hintergrund nochmals einblenden. Dafür haben wir das Foto als separaten Hintergrund als eigene Ebene eingefügt. Da dürfte aber irgendetwas schief gegangen sein, weil, wie ihr sehen könnt, hat das nicht die richtige Größe. Das müssen wir jetzt noch ein wenig anpassen. Aber das ist quasi eine zweite Ebene mit einem zweiten Bild, wo ja das Auto nicht vorhanden war. Das heißt, wir haben den Bildschirm fotografiert ohne Auto und wir haben den Bildschirm fotografiert mit Auto. Und diese zwei Ebenen legen wir hier übereinander. Wie ihr auch rechts sehen könnt, ist die eine Ebene mit dieser Maske, diesem Schwarz-Weiß rechts, und die untere Ebene, wo Hintergrund steht, das ist die Ebene, die wir jetzt gerade versuchen auf die entsprechende
Größe auch anzupassen, damit das hier wirklich einheitlich funktioniert. Sollte bei euch nicht notwendig sein, aber ich habe das jetzt mal aus dem Video nicht herausgeschnitten, damit ihr auch sehen könnt, was passiert, wenn man hier etwas ungenau arbeitet. Ich hoffe, dass ihr trotzdem folgen könnt. Ansonsten würde ich euch für alle, die es interessiert, für Photoshop und dieses Ebenen einfügen, nochmal ein eigenes Video machen. Also wir passen jetzt nochmal schnell die Größe an und dann haben wir das Auto über das ursprüngliche Bild gelegt. So, jetzt passt die Bildgröße. Jetzt platzieren wir das Auto noch einmal so, wie es uns am besten gefällt. Und wenn wir das gemacht haben, schauen wir noch mal kurz auf das Bild. Wenn ihr euch erinnert, das tatsächliche Foto selbst schaut ja etwas schärfer aus als dieses abfotografierte Bildschirmfoto. Das können wir auch sehen. Wir haben nämlich als zusätzliche Ebene das Foto, das wir downgeloadet haben, noch eingefügt. Und ihr seht, wenn ihr das jetzt links vergleicht mit dem vorhandenen grünen Auto und auch mit dem Wolkenhintergrund, dass das eine viel schärfer ist, viel klarer und auch ein paar andere Farben hat. Das heißt, das hat jetzt eigentlich nur dazu gedient, um zu sehen, wie wir das mit dem Bildschirm machen, aber tatsächlich sollten wir das Auto über dieses Originalfoto legen. Jetzt könnt ihr natürlich fragen, wofür haben wir überhaupt den Bildschirm ohne Auto fotografiert? Es geht hier eigentlich nur um die perspektivische Darstellung, so dass wir das richtige Foto machen können. Ja? Um das Ganze jetzt noch realistischer zu machen, benötigen wir einen Schattenwurf unter dem Lego-Auto, so ähnlich wie beim Originalauto links. Ja, das sieht man hier. Hier gibt es einen Schattenwurf. Auch beim hinteren Auto gibt es einen Schattenwurf. Hier beim Lego-Auto gibt es aber keinen Schatten. Das heißt, wir wählen unsere Ebene mit dem Auto aus, wählen hier Fülloptionen aus und bei den Fülloptionen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Als erstes sind die abgeflachten Kanten sicher eine gute Möglichkeit oder sonst auch diese Schlagschatten. Und ihr seht hier schon, wenn wir Schlagschatten auswählen, müssen wir noch ein paar Punkte einstellen, damit man tatsächlich beim Auto einen Schlagschatten sieht. Am besten hier auf 100% gehen und dann auch den Abstand des Schlagschattens etwas ändern. Dann sieht man also auf der rechten Seite beim Lego-Auto schon, dass hier etwas dazu kommt. Vielleicht auch die Größe noch ändern. Als nächstes wählen wir dann die ausgewählte Kante aus. Hier sollten wir den Winkel ändern, damit er auch einen Schatten entsprechend wirft. Das Ganze können wir am besten beurteilen, wenn wir auf den Vorschau-Knopf klicken. Also wir sehen hier die Veränderung mit und ohne Vorschau, was das bewirkt. Als letztes ändern wir dann noch Schatten nach innen. Wenn das mit den Schatten nun erledigt ist, müssen wir eigentlich nur mehr das Auto final positionieren, falls es noch nicht passt. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht und ihr habt eine kreative Idee für ein eigenes Fotoprojekt. Sehen wir uns demnächst wieder. Ich wünsche es mir. Alles Gute. Bis bald.